In diesem Video zeige ich dir die Autolackaffen Felgenreinigungsmethode, genauer gesagt exakt die Produkte, die wir dabei verwenden. In unserem Video zur Felgenreinigung Profi vs. Hobby Methode haben uns so viele Fragen erreicht, welche genauen Produkte wir denn benutzen und wie wir die benutzen. Deswegen haben wir uns entschieden, zum einen ein explizites Video zu machen, in dem wir euch unsere Top-Felgenreinigungstools zeigen und gleichzeitig haben wir noch ein Set für euch zusammengestellt. Dazu kommen wir aber am Ende. Lass uns mal mit den Produkten anfangen. Nach der Profi-Reinigungsmethode der Felgenreinigung fangen wir mit einem Felgenreiniger an. Das heißt, wir sprühen erst mit dem Felgenreiniger die Felge ein, um schon mal den groben Schmutz anzulösen und einen Großteil zu entfernen und natürlich auch um Sand und lose Partikel zu entfernen, damit wir keine Kratzer verursachen. Wir haben uns da für den PS21 High-End entschieden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen funktioniert der sehr gut. Das ist aber mittlerweile keine Schwierigkeit mehr. Es gibt wirklich viele gute Felgenreiniger, die super funktionieren. Der zweite Grund liegt so ein bisschen im Gesundheitsschutz. Wer einen Instagram-Account hat, sollte mal bei uns gucken. Auf unserem Profil gibt es nur ein Video zu den Inhaltsstoffen von Felgenreiniger. An der Stelle nur kurz dazu: Der Grundinhaltsstoff, der die Felgen reinigt und der den Rotumschlag macht, ist, wenn er pur verwendet wird, hochgiftig. Da ist so ein Symbol mit dem Totenkopf drauf, also tödlich. Er ist in verschiedenen Konzentrationen enthalten und wie gesagt, nur kurz dazu, hier ist er in einer relativ geringen Konzentration laut Sicherheitsdatenblatt und trotzdem funktioniert er sehr gut. Deswegen haben wir den hier ausgewählt. Wer mehr wissen will, wie gesagt, auf Instagram gibt es nochmal eine ausführliche Anleitung dazu. Nachdem wir den Felgenreiniger haben wirken lassen, je nach Herstelleretikett, sprühen wir ihn gründlich mit dem Hochdruckreiniger ab und bereiten dann unser Eimer vor, machen ein paar andere Schritte, bevor wir den Felgenreiniger ein zweites Mal aufsprühen, sofern es nötig ist. Wenn die Felge nicht extrem dreckig ist, können wir auch nur mit Shampoo-Wasser arbeiten. Wenn sie sehr dreckig ist, würde ich nur ein zweites Mal aufsprühen. Hier arbeiten wir dann mit einer bzw. zwei Felgenbürsten. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Abstand zwischen Bremsscheibe, Bremssattel und Felgenrand ist. Mein aktueller Favorite bei den Felgenbürsten ist aktuell die Meguiar Supreme Large Wheel Brush. Gibt es wie gesagt in zwei Größen, einmal in groß und einmal in klein. Hat super weiche Fasern, man kommt super damit in alle möglichen Ecken und Ritzen, kommt tief ins Felgenbett, entfernt schonend den Dreck, ist aber, selbst wenn man sie auf 2,5 cm komprimieren kann, für viele noch zu dick. Da nehme ich dann gerne die immer noch All-Time Classic EZ Detail Brush. Ja, es sind Kunststoffborsten und ja, potenziell können sie Kratzer verursachen. Bei hochglanzlackierten Felgen tun sie das wahrscheinlich auch in einigen Fällen. Im Großen und Ganzen sind sie trotzdem für die Felgenreinigung aus unserer Sicht schonend genug. Wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich eine Mikrofaserbürste. Es geht aber nicht immer, es passt nicht immer. Von daher ist das auch mal eine Möglichkeit. Wenn man wirklich mal so einen engen Bereich hat, dass gerade der Bremssattel so nah dran ist, dass man mit keiner Bürste dazwischen kommt, muss man einfach ein Stück vorrollen und so arbeiten. Wenn ich dann das Felgenbett fertig habe, kümmere ich mich um den Felgenstern und da habe ich eine Handvoll Tools, die ich gerne benutze. Mein Lieblingswerkzeug ist hier dieser Sonax Lack- und Felgenhandschuh, heißt der. Einfach, weil er einen Daumen hat. Dadurch kann man super in der Felge arbeiten, man kann die Felge umgreifen, man kann hinter die Felge greifen, man kommt wunderbar in alle Ecken, man hat eine gute Fingerbeweglichkeit und man hat eine gute Mikrofaser, die den Schmutz effektiv löst. Wenn ich extrem dreckige Felgen habe, wo noch wirklich viel Dreck ist, nehme ich lieber einen Zottelhandschuh. So eine Chenilfaser, das hat nämlich den Grund, dass erstmal sie ein bisschen effektiver reinigt, weil sie etwas aggressiver ist, weil einfach viel mehr Mikrofasern auf der Oberfläche sind. Im Vergleich bei diesem Handschuh sind die Fasern einfach nur eingenäht und kommen raus. Und hier sind an den Zotteln ganz viele Fasern dran. Das heißt, sie reinigen sehr effektiv. Zum Zweiten, beim Ausspülen lassen sie Schmutz sehr schön wieder los. Und ich habe eine rundum Bezottelung, wenn man so will, sodass ich wirklich beim Drehen effektiv arbeiten kann und den Schmutz gut lösen kann. Wenn ich mal sehr enge Felgen habe, wo ich Speichen habe, wo ich nicht gut rankomme, nehme ich so einen einseitigen Zottelhandschuh. Der ist einfach ein bisschen schlanker, dadurch, dass er nicht auf beiden Seiten besetzt ist. Damit komme ich dann gut ran. Der kommt auch später nochmal zum Einsatz. Für die ganz schmalen Bereiche, Ritzen und Kanten sowie für die Radbolzen benutze ich ganz gerne Pinsel. Da habe ich in zwei Ausführungen einmal so einen ganz normalen, wie ihr ihn kennt, China Mischborste, also auch wirklich weich genug. Aber wenn man mal wirklich empfindliche Felgen hat, würde ich immer einen Ultrasoft Pinsel nehmen. Den wir in dem letzten Video genommen haben, der ist ein Tick zu weich, der löst nicht so gut Schmutz. Das hier ist die perfekte Kombi aus weicher Borste und Schmutzlösefaktor für auch empfindliche Felgen. Noch ein Wort zum Eimer. Wir haben hier natürlich, sage ich mal, eine Premium-Ausstattung, wenn man so will. Wir haben hier so einen kleinen Trolley, womit der gerollt werden kann. Wir haben einen Galloneneimer und wir haben hier noch so einen Buckenizer. Braucht man für Felgen nicht unbedingt. Also bei Felgen ist wirklich der Bereich, wo ich sage, ein Putzeimer reicht aus, solange deine Felgenbürste reinpasst. Das ist vollkommen in Ordnung.
Wie gesagt, die sind eh immer schnell dreckig und dann nehme ich lieber einen Eimer mit weniger Wasservolumen und schütte den nach 2 Felgen zur Not aus und mache ihn frisch, anstatt da mich unbedingt auf diesen Gridguard zu versteifen. Klar, ein Gridguard-Eimer, den ich frisch mache, ist dann noch besser als ein kleiner, den ich frisch mache, aber beim Eimer muss ich sagen, es spielt für Felgen keine große Rolle. Achte lieber darauf, dass er leicht zu bewegen ist, also entweder mit dem Rollengestell drunter oder einfach leicht zu tragen ist, weil nicht so viel Wasser drin ist. Das ist für Felgen wunderbar. Und bitte, 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 ganz wichtig, wir haben es im letzten Video einfach vorausgesetzt, manchmal ist man selbst so tief drin, ein Felgeneimer ist ein Felgeneimer ist ein Felgeneimer ist ein Felgeneimer und der Lack ist nicht aus Felgen. Also bitte den Felgeneimer nur für Felgen benutzen. So, in unserem Felgeneimer, den wir jetzt zur Genüge besprochen haben, nehme ich einfach ein Autoshampoo. Das, was ich gerade für den Lack benutze, mache ich auch da rein. Geht nur darum, dass der Dreck ein bisschen besser ausgespült wird, dass die Gleitwirkung noch zusätzlich erhöht wird. Von daher ist da alles super geeignet, was auch für den Lack geeignet ist. Wenn wir dann die Felge sauber haben, bevor wir abspülen, kommen wir noch zum Rad. Das wollen wir natürlich auch säubern. Wir können es mit Felgenreiniger einsprühen. Das wird auch normal mit sauber. Wem der Felgenreiniger zu teuer ist, nimmt einfach den Allzweckreiniger seiner Wahl. Nimmt dann so eine Radbürste, die nehme ich aber eher für was anderes. Lieber einen ganz normalen Pinsel, mit dem kann man super schnell einfach das Rad einmal einpinseln, gründlich sauber machen. Vielleicht auch ein zweites Mal wiederholen. Gerade wenn das Rad schon braun ist, muss man das manchmal 1-2 Mal wiederholen, bis man eine schöne schwarze Oberfläche wieder hat. Als letzten Schritt, bevor ich dann die Felge abspüle, reinige ich das Radhaus von innen. Und zwar natürlich nicht mit dem ich Felgen mache. Entweder mit so einer Radhausbürste, die hat einen schönen langen Stiel, damit komme ich super rein. Das kann ich machen, wenn ich genug Platz habe. Oder ich nehme einfach einen Mikrofaser-Chenil-Handschuh, den ich dann natürlich aussondere und nicht mehr für den Lack und auch nicht mehr für Felgen benutze und damit nur das Radhaus mache. Nach den Reinigungsmaßnahmen spülen wir das gründlich aus, die Felge, das Rad, das Radhaus. Wir achten auch darauf, dass wir die Bremsbacken oder die Bremsanlage, sage ich mal, und auch die Bremsscheibe gut durchspülen, weil da sammelt sich Reiniger, da sammelt sich Dreck. Und nichts ist nerviger als eine trockene Felge, bei der man einen Weg nach vorne oder ein Stück nach vorne fährt und die ganze braune Suppe wieder rausschwappt. Wasser wird wahrscheinlich rauskommen, ein bisschen Bremsstaub auch, aber wenn ich den Reiniger da rausgespült habe, ist es schon deutlich leichter. Fast letzter Schritt. Wir wollen die Felge natürlich trocknen. Im ersten Schritt setzen wir dafür Druckluft ein, um halt wirklich alle möglichen Bereiche zu trocknen. Gerade die kleinen, feinen Ritzen, die Radbolzen und den Felgenrand. Ich kann natürlich auch, gerade wenn es eine versiegelte Felge ist, die ganze Felge trocknen. Ansonsten nehme ich einfach gerne so ein kleines Trockentuch, mit dem ich dann die Felgen trocken lege. Und damit kann ich auch meine Hand rumlegen, komme auch bis ins Felgenbett rein. Wenn ich da nicht mit reinkomme, kann ich es um eine Felgenbürste wickeln, kann es um irgendwie einen langen Holzstiel wickeln oder halt mit Druckluft arbeiten. Das letzte i-Tüpfelchen auf unserer sauberen Felge macht das Reifengel. Da haben wir jetzt aktuell, ich muss sagen, Reifengel ist Reifengel, also da bin ich nicht verrückt. Aktuell mag ich ganz gerne ADBL Cookie, weil es riecht, ja, kannst du dir denken, nach Cookie und das ist wirklich geil. Ein Reifengel stinkt eigentlich immer ganz gut, ganz unangenehm meine ich und dieses Cookie riecht ganz gut. Da kann man dann auch den Glanzgrad ein bisschen steuern, wenn man es aufträgt. Wir nehmen dafür gerne Mikrofaserblock, weil es einfach schön handlich ist. Der saugt genug Produkt auf, ohne nimmt auch ein bisschen Dreck auf, also ich finde, das macht sich super. Man kann auch einen Pinsel nehmen und wenn man dann das einmal aufgetragen hat, kann man den Glanzgrad darüber steuern, indem man entweder gleich mit einem separaten ollen Tuch nachwischt oder es einfach so drauf lässt. Je höher, je länger man es drauf lässt, desto mehr Glanzgrad ist da. Wem mir immer noch nicht reicht, zweite Lage, dann wird es richtig schön speckig. So, das war's mit den Tools, die wir zur Felgenreinigung empfehlen und unserer Felgenreinigungsmethode, wie wir sie durchführen. Wie gesagt, schreibt eure Anmerkungen gerne in die Kommentare, auch Alternativprodukte gerne, lasst uns darüber diskutieren oder einfach Anregungen austauschen. Wir haben uns mit Felix von APS Autopflegeshop einigen können, dass er dieses Set, so wie wir es hier empfehlen, als einen Artikel in seinem Shop packt. Ihr habt da so ein paar Varianten, welche Felgenbürste ihr wollt und welchen Pinsel und so. Das könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. Verlinken wir euch hier drunter. Dann habt ihr alles in einem. Verlinken euch nochmal die Einzelprodukte, wer nur einzelne Sachen daraus braucht. Und dann kann man direkt mit der Felgenreinigungsmethode nach Nico durchstarten. Habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, aber ist meine Lieblingsmethode. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.